Ihr hattet mich gefragt, ob ich nicht mal das Zubehör von GoPro so ein bisschen erläutern kann, was ich besitze, was ich gut finde, was ich vielleicht nicht so gut finde. Das machen wir jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich muss dazu sagen, dass ich natürlich die GoPros auch sehr professionell benutze in verschiedenen Filmen. Viel Autofilme und natürlich auch viel im Auto filme. Und da ist die GoPro natürlich ein idealer Begleiter. Dadurch, dass die so klein und kompakt ist und gleichzeitig natürlich auch mit professionellen Mikrofonen ausgerüstet ist und mit anderen Dingen, hast du natürlich super Aufnahmen. Durch die Weitwinkligkeit der GoPro kann da auch noch eine ganze Menge gemacht werden. Aber es gibt natürlich auch noch mehr Möglichkeiten, die GoPro einzusetzen. Ihr wisst es, ihr seht hunderte von Filmen und ich bin immer so ein bisschen neidisch auf diese karibischen Videos, wo dann immer unten getaucht wird und oben dann Sand und Palmen und alles schön im Zeitraffer und weiß ich was alles. Da habe ich auch mal Bock drauf. Also irgendwann werde ich sowas auch mal mit der GoPro machen. Ansonsten gibt es jetzt erstmal mein Zubehör und ich kann dir sagen, ich habe die GoPro 9 und ich habe die GoPro 10. Aber die GoPro 10 habe ich nicht gekauft, die habe ich diesmal gemietet und zwar bei Groover. Ich kriege kein Geld dafür, aber ich sage es dir trotzdem, weil es eine gute Alternative ist, wenn du mal nicht die 500 € für eine GoPro in der Hand nehmen möchtest, sondern ich zahle dafür monatlich 20 €, glaube ich. Ne? Also, die GoPro 10 habe ich mir gemietet, die 9er habe ich mir damals gekauft und der Link von Groover ist hier in meiner Beschreibung. Da kriege ich auch kein Geld für, aber dass es euch gut geht, mache ich das natürlich alles. So, da gibt es natürlich bei GoPro eine ganze Menge an Zubehör. Da kommen wir gleich zu und ich mache erstmal die erste Kiste auf, die sozusagen hier bei mir vorhanden ist für das Zubehör. Ne, jetzt habe ich wieder zugemacht, jetzt mal sie auf. Also, ich habe mir da so ein Dings bestellt und zwar einmal so ein Gummidings. Ja, also ich finde das beim Fahrradfahren total cool. Das hatte ich mit in Fuerteventura und in Spanien und so weiter. Wenn du dann Fahrrad fährst, hast du echt total viel Staub da und Sand und am Strand und ich will das alles nicht. Und die ist zwar wasserdicht und auch relativ dicht, aber ich finde so eine Gummihülle gar nicht mal so schlecht dazu. Die kriegt man extra oder auch in so einem Paket. Da müsst ihr mal im Internet schauen. Ich habe euch das mal in meiner Videobeschreibung verlinkt. Da gibt es so ein komplettes GoPro-Paket. Da sind Halterungen mit bei, da sind Schnüre mit bei, da sind auch so eine Gummihalterung mit bei, teilweise auch Unterwasserhalterung und eine ganze Menge mehr. Die kosten so um die 30 €. Das lohnt sich definitiv, wenn ihr viel mit der GoPro macht, hat aber nicht so die besondere Qualität. Es gibt natürlich noch bessere Halterungen, da kommen wir dann auch noch dazu. Aber wer jetzt sozusagen so normale Sachen mit der GoPro macht, für den reichen 30 € Investitionen und dann kauft ihr euch so ein komplettes Paket. Guckt mal rein in meine Videobeschreibung und guckt euch das mal an. Das ist wie gesagt so ein Gummidings, was ich hier sozusagen immer rummache bei staubigen und sandigen Touren um die GoPro. Dann ist natürlich klar GoPro-Ersatzakkus, aber auch nicht alle original. Da gibt es auch wunderbare Geschichten, die man machen kann im Netz in Bezug auf Akkus. Da gibt es schöne Akkuboxen und Ladegeräte, die man dann extra kaufen kann. Gar kein Problem. Dann habe ich hier anstatt die GoPro-Videoleuchte eine eigene Videoleuchte, weil die GoPro-Videoleuchte ist mir ein bisschen zu karg und zu grell. Und hier kann ich ein bisschen dimmen und das ist alles für mich optimaler. Das muss ja so ein bisschen auch die eigenen Ansprüche erfüllen und das kann man so wie gesagt dimmen, ein bisschen hoch, ein bisschen runter dimmen und für mich war auch noch wichtig, dass wenn ich im Ausland bin, ich habe auch nicht immer nur Strom, ich habe hier hinten noch Batterien drin, ich habe euch mal gleich den Deckel abgelassen, dann brauche ich das nicht extra auseinanderbauen und ja, das ist eine kleine süße super Videoleuchte, die dann sozusagen hier raufgesteckt wird. Das ist auch nicht inklusive, also normalerweise ist die GoPro-Kamera ja so und das ist ein Zubehör, ein Extra, kommen wir gleich noch dazu. Aber jetzt erstmal als Leuchte, ist auch nicht teuer, 20 € oder sogar jetzt mittlerweile 15 €. Der totale Hammer, reicht dicke aus für mich, für meine Ansprüche ideal. Und dann kommen wir zur zweiten Kiste und da werdet ihr euch wundern und das habe ich damals auch, ich habe mich auch gewundert und zwar gibt es von Freewell für die GoPro ND-Filter und das ist eine coole Geschichte, weil man kennt ja bestimmt in der GoPro-App die verschiedenen Filter, die man im Nachhinein noch drauf machen muss oder in Schnittprogrammen verschiedene Filter, aber hier hast du echt richtige ND-Filter und das sind komplett, da geht es dann los bei 8 ND und endet bei 64 ND und einen Polfilter hast du auch noch mit dabei. Also das sind 4 Stück Filter von Freewell für den Sommer. Und warum eigentlich ND-Filter? Klar, ich erkläre es nochmal ganz kurz. ND-Filter brauchst du deswegen, weil das natürlich hier komplett eine fest verbaute Blende ist in der GoPro. Also die Blende geht
nicht runter und auch nicht höher zu machen. Und bei analogen Kameras geht das. Und wenn du dann in der Sonne filmst oder bei sehr grellem Licht im Schnee, lohnt sich natürlich hier so ein ND-Filter, weil dann kriegst du noch so ein bisschen Perfektion in deiner Aufnahmen. Gleichzeitig entspiegelt es natürlich dann auch mal ein paar Wasseraufnahmen. Also es lohnt sich schon, so ein Filterpack mal dabei zu haben. Ich habe damals gar nicht gesehen, wie das funktioniert. Und damit ihr das schnell seht, wie das funktioniert, bei GoPro ist es ja so, dass du hier sozusagen nur diese Glas- bzw. Plastikkappen hat. Und mit diesen Filtern ist es genauso. Die brauchst du einfach nur hier auf deine GoPro aufbringen und schon bist du direkt dabei im Filtergewerbe, kann man so sagen. Also die Filter von Freewell sind schön. Ich weiß nicht, ob es noch von anderen Herstellern was gibt. Definitiv bestimmt. Aber ich habe mir die damals, wie gesagt, gekauft. Und die haben ja mittlerweile auch ein paar schöne Aufnahmen produziert. Gerade wenn du im Ausland bist, jetzt in Spanien am Strand oder irgendwo, kann man schon mal machen. Dann gibt es in allen möglichen Variationen auch noch Unterwassergehäuse, nehme ich manchmal auch. Wenn ich jetzt im Salzwasser bin, dann ist mir das irgendwie mit der normalen GoPro, die ist zwar wasserdicht und alles drum und dran, aber Salzwasser ist natürlich auch nicht gerade so gut für die Außenhülle und für die GoPro an sich. Also gibt es hier, wie gesagt, nochmal so ein günstiges Unterwassergehäuse. Davon verlinke ich euch auch noch ein paar in meiner Videobeschreibung. Und dann geht es schon mal ans Eingemachte, nämlich um die neuen Dinge, die jetzt sozusagen hier für die GoPro da sind. Das ist so eine Art Vlogging-Set, das gibt es seit kurzer Zeit. Da gibt es dann auch nochmal die Original-Videoleuchte dazu. Aber die brauche ich, wie gesagt, nicht, weil ich ja meine habe. Und jetzt kommen wir mal zu dem wunderbaren GoPro Volta-Griff. So heißt das. Ja, warum das Volta-Griff heißt, weiß ich auch nicht. Aber der ist eine Wucht. Also wer 100 Euro übrig hat, muss ich ehrlich sagen, ey, macht das, ja. Und wer so ein bisschen vloggen und aufnehmen möchte. Und ich sage euch einfach mal die Vorteile von diesem Griff, relativ schnell und kompakt. Denn dieser Griff hat ein Akku inklusive. Dieses Akku wird hier komplett durch das Kabel an die GoPro angeschlossen und die ist ständig am Laden, beziehungsweise wenn sie an ist, hat sie dieses zusätzliche Akku noch mit 4 bis 6 Stunden durchgängig filmen. Und das ist der Oberkrammer. Also, du brauchst, wenn du jetzt eine Fahrradtour machst, wenn du jetzt irgendwo was Längeres machst auf dem Wasser, brauchst du diese ganzen Akkus nicht mehr mitnehmen. Das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Du nimmst einfach den Griff. Deine GoPro ist kompakt und vernünftig hier angebracht. Und das Einzige, was sie natürlich nicht mehr ist, egal ob jetzt dieses Mediapack drum ist oder die GoPro pur ist, wasserdicht. Daran müsst ihr euch gewöhnen, weil wie gesagt, da kommt nochmal eine extra Klappe dazu. Da ist dann der Anschluss für den USB-C-Stecker direkt hier dazu. Dann ist er nicht mehr wasserdicht, aber alles andere könnt ihr damit machen. Und das ist total schön, weil dieser Griff hat natürlich auch noch ein paar andere Funktionen. Ihr könnt noch viele, viele Dinge hier anschließen an die Seite. Da kommt dann nochmal eine Halterung raus. Und wisst ihr, was man da machen kann? Ganz einfach, dein Handy anschließen und hier dann über die GoPro noch eine Runde vloggen. Aber da gibt es nochmal ein extra Video dazu. Also du kannst das Handy hier anschließen und vielleicht auf der App noch ein größeres Bild produzieren oder andere Sachen hier direkt an den Gurt oder irgendwo anders ran. Es ist eine Wucht. Also wie gesagt, wer 100 Euro übrig hat, der kann das gerne tun. Dann könnt ihr natürlich hier die GoPro und den Griff in alle Richtungen drehen. Ihr könnt dieses Stativ benutzen und die GoPro einfach hinstellen zum Vloggen. Und ihr habt die Möglichkeit, hier das Ganze dann noch zu steuern über die Halterung und über die Aufnahmetaste, die hier noch dran ist. Gleichzeitig noch eine Power-Taste. Hier könnt ihr sozusagen die GoPro auch noch einschalten, wenn ihr möchtet. Und du hast noch die Möglichkeit, das Ganze mit Bluetooth und anderen Dingen zu verbinden. Also es ist eine riesige Wucht. Wer 100 Euro übrig hat, dem kann ich das echt empfehlen. Das ist wirklich eine schöne Sache hier mit dem GoPro Volta-Griff. Ein bisschen Zubehör ist noch dabei, aber nicht mehr so viel. Und zwar ist es hier diese Media-Mod von GoPro. Die kostet jetzt aktuell, habe ich mal nachgeguckt, so um die 85 Euro. Und wer so ein bisschen mehr professionell in diesen Bereich gehen möchte und auch mal externe Mikrofone haben möchte, die er anschließen kann, der ist natürlich hier mit dieser Media Mod ganz gut aufgehoben. Das ist auch dann so eine Geschichte, hier musst du die seitliche Klappe von der GoPro abmachen, damit das hier reinpasst. Hier ist nochmal dieser USB-C-Stecker mit dran und dann schiebst du deine GoPro hier einfach rein, klappst die Klappe zu und hast mehr Möglichkeiten mit der GoPro professionell zu arbeiten. Du hast hier nochmal einen extra
externen Mikrofoneingang, den du nutzen kannst. Du kannst über den USB-C-Stecker, klar, solche Dinge hier anschließen, wie den GoPro Volta-Griff und hast dann auch nochmal dieses andere USB dran, dieses kleine USB. Wozu das ist, weiß ich auch nicht, aber auf alle Fälle eine gute Geschichte. Hier oben kann ich dir jetzt nochmal schnell zeigen, kannst du wie gesagt dann Zubehör anschließen über den Kameraschuh, wie zum Beispiel eine Lampe, wenn du das Ganze als Vlogging-Set machen möchtest. Original GoPro-Lampe verlinke ich euch auch nochmal, aber wie gesagt, hier hast du noch so einen Schuh mit drin, der ist an der Seite auch nochmal, also kannst du hier auch nochmal extrem viel Zubehör anschließen und du hast nochmal ein extra Mikrofon direkt mit eingebaut, was dir von vorne nochmal schön den Ton zieht. Denk dran, wenn du es rumdrehst und von hinten redest, passiert nicht mehr viel, dann brauchst du ein Ansteckmikrofon. Aber so jetzt im Vlogging-Style ist es schon mal cool, wenn man einen richtig schönen Ton hat. Das ist so ein bisschen jetzt das Zubehör, was ich euch mal rausgesucht habe, aber ich habe noch eins. Und zwar ist es hier noch der Gurt, den du dir sozusagen umhängen kannst. Der war auch in diesem super Set mit drin und du kannst das natürlich dann die GoPro hier ranmachen und damit Fahrrad fahren oder andere Dinge zeigen. Kein Problem. Den Gurt habe ich noch und dann habe ich natürlich noch eine exklusive Mikrofonstrecke und das Lustige ist, das ist von der Konkurrenz, also nicht von GoPro, davon gibt es sowas nicht. Es gibt natürlich von DJI diese Mikrofone, die man dann direkt drahtlos betreiben kann und die kann man natürlich hier an der MediaMod ebenfalls anschließen und dieses DJI Mikrosystem oder Mikrofonsystem kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist total easy, total einfach. Du hast hier eine Workstation, wo du sozusagen komplett zwei verschiedene Mikrofone anschließen kannst. Du hast USB-C, du hast Lightning dabei, du kannst das so schnell wie möglich auch an dein iPhone anschließen und hast natürlich eine richtig saubere, coole Tonqualität, falls du jetzt mal mit der GoPro unterwegs sein solltest. Das hast du immer hier am Mann und der Ton, der ist immer sauber. Dann gibt es natürlich clevererweise hier auch nochmal so eine Magnetplättchen, dass du das nicht nur anstecken musst, sondern du kannst das hier direkt mit dem Magnetplättchen an dein T-Shirt binden, kannst dann vor dich hin moderieren. Die GoPro ist immer am Arbeiten und nimmt natürlich über die MediaMod, wenn du diesen Ton damit verbunden hast, dann auch deinen Ton auf. Eine wunderschöne Geschichte, also kann ich wirklich jedem empfehlen. Kostenpunkt ist nicht gerade billig, 300 €. Das war mein Zubehör. Ich danke euch fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Gebt mir ein Like, gebt mir einen Kommentar und gebt mir ein Abo. Ich sage vielen Dank und tschüss, bye bye und winke, winke.